Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Jeder ist beziehungsfähig. Der goldene Weg zwischen Freiheit und Nähe, geschrieben von Stefanie Stahl, ist ein wegweisendes Buch, das sich mit den zentralen Fragestellungen rund um das Thema Beziehung auseinandersetzt. Die Autorin, bekannt als eine der gefragtesten Psychotherapeutinnen Deutschlands, legt in diesem Werk einen besonderen Schwerpunkt darauf, wie Menschen gesunde und erfüllende Beziehungen aufbauen können, ohne dabei sich selbst zu verlieren. Sie richtet sich an alle, die im Spannungsfeld zwischen Sehnsucht nach Nähe und dem Bedürfnis nach Freiheit gelungene Partnerschaften gestalten wollen. Mit Hilfe verständlicher Sprache und vieler praktischer Beispiele entmystifiziert Stefanie Stahl Beziehungsprobleme, beleuchtet die Ursprünge individueller Bindungsmuster und bietet gangbare Lösungen an, um die ureigenen Wünsche und Ängste besser zu verstehen. Ihr Ansatz ist nicht nur auf partnerschaftliche Beziehungen begrenzt, sondern bietet auch Impulse für Freundschaften und familiäre Beziehungen. Das Buch liefert den Leserinnen und Lesern einen praktischen Kompass, um liebevolle Beziehungen zu führen, ohne sich selbst zu verleugnen. Dabei wird aufgezeigt, wie emotionale Freiheit mit Nähe harmonieren kann und wie gegenseitiges Verständnis und persönliche Entwicklung miteinander verknüpft sind. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Dynamik von Nähe und Freiheit in Beziehungen. Stefanie Stahl analysiert im ersten wichtigen Themenblock, wie wir zwischen Nähe und Freiheit balancieren. Viele Menschen erleben den Zwiespalt zwischen dem Wunsch nach tiefgehender Verbundenheit und dem Verlangen nach Autonomie. Stahl beschreibt, dass Konflikte in Beziehungen oft daraus resultieren, wenn eines dieser Grundbedürfnisse nicht ausreichend umgesetzt wird. Sie erklärt, wie unsere Herkunftsfamilie, frühkindliche Erfahrungen und unser Bindungstyp das Bedürfnis nach Nähe oder Freiheit beeinflussen. Zudem zeigt sie auf, wie Missverständnisse und Angst vor Verlust oder Vereinnahmung in Beziehungen entstehen können. Anschauliche Beispiele machen deutlich, dass bewusste Kommunikation und das Erkennen eigener Muster helfen können, eine gesunde Balance zu finden. Die Autorin motiviert dazu, eigene Ängste und Bedürfnisse zu identifizieren und offen mit dem Partner zu besprechen. Zweitens: Kindheitsmuster und ihre Wirkung auf Beziehungen. Ein zentrales Thema des Buches sind die sogenannten Kindheitsmuster und wie sie unsere Beziehungen im Erwachsenenleben beeinflussen. Stefanie Stahl beschreibt, dass viele Schwierigkeiten in Partnerschaften ihre Wurzeln in frühkindlichen Prägungen und Glaubenssätzen haben. Diese unbewussten Muster, die in der Kindheit entstanden sind, bestimmen über unser Selbstwertgefühl, unsere Angst vor Zurückweisung und unser Bedürfnis nach Bindung oder Freiheit. Stahl zeigt auf, wie diese Dynamiken oft zu Selbstsabotage, Beziehungsängsten oder wiederkehrenden Konflikten führen. Das Buch enthält viele praktische Übungen, mit denen die Leserinnen und Leser ihre eigenen Muster erkennen und auflösen können. Der Fokus liegt darauf, alte Glaubenssätze zu hinterfragen und so mehr Selbstbewusstsein und Liebesfähigkeit zu entwickeln. Die Leser lernen, wie die Heilung und Veränderung dieser Muster nicht nur zu besseren Beziehungen, sondern auch zu einem erfüllteren Leben führen kann. Drittens: die Bedeutung der Selbstreflexion und Selbstliebe. Im dritten Themenbereich hebt Stefanie Stahl die immense Bedeutung der Selbstreflexion und der Selbstliebe für gelingende Beziehungen hervor. Die Autorin betont, dass erfüllte Partnerschaften nur entstehen können, wenn beide Partner bereit sind, an sich selbst zu arbeiten und sich authentisch zu begegnen. Sie erklärt, wie Selbstliebe nicht mit Egoismus verwechselt werden darf, sondern vielmehr die Basis für gesunde Grenzen, Empathie und Kompromissbereitschaft darstellt. Stahl zeigt auf, wie Menschen durch das bewusste Auseinandersetzen mit ihren Gefühlen, Wünschen und Ängsten ihr Beziehungsverhalten nachhaltig verbessern können. Das Buch stellt wirkungsvolle Techniken vor, beispielsweise das Tagebuchschreiben oder die Arbeit mit inneren Anteilen, die dabei helfen, sich selbst liebevoll anzunehmen und so die Basis für stabile Beziehungen zu schaffen. Diese innere Arbeit ist laut Stahl eine Voraussetzung für wahre Intimität und emotionale Reife. Viertens: Kommunikation und Konfliktlösung. Stefanie Stahl widmet einen umfassenden Abschnitt dem Thema Kommunikation als Schlüssel für gesunde Beziehungen.
Sie erläutert, dass Missverständnisse und Verletzungen häufig durch unklare oder unausgesprochene Erwartungen entstehen. Die Autorin beschreibt praxiserprobte Strategien zur wertschätzenden und gewaltfreien Kommunikation, die helfen, Konflikte frühzeitig zu erkennen und konstruktiv zu lösen. Sie legt dar, wie wichtig es ist, eigene Bedürfnisse authentisch zu kommunizieren, ohne dabei den Partner zu verletzen oder sich selbst zu verleugnen. Das Buch enthält zahlreiche Fallbeispiele und Übungen, die dabei helfen, empathisch zuzuhören, Kompromisse zu finden und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. So wird deutlich, dass Missverständnisse und Streit nicht das Ende einer Beziehung bedeuten, sondern Chancen für gemeinsames Wachstum bereithalten können. Schließlich der goldene Weg, Freiheit und Nähe als Gleichgewicht. Den roten Faden des Buches bildet Stefanie Stahls Konzept des goldenen Weges, der einen harmonischen Ausgleich zwischen Freiheit und Nähe beschreibt. Sie führt aus, dass dauerhafte und erfüllende Beziehungen entstehen, wenn beide Partner eine Balance zwischen individuellen Freiräumen und emotionaler Verbundenheit finden. Das Buch zeigt, wie wichtig es ist, Kompromisse zu schließen, die eigene Autonomie zu wahren und gleichzeitig dem anderen Wertschätzung und Zuneigung entgegenzubringen. Stahl erklärt, dass der goldene Weg von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt ist. Sie gibt wertvolle Tipps, wie Paare gemeinsam Regeln und Rituale entwickeln können, die Nähe ermöglichen, ohne in Abhängigkeit zu geraten. Die Leser lernen, dass beziehungsfähige Menschen weder ihre Individualität aufgeben, noch auf echte Intimität verzichten müssen. Diese zentrale Botschaft macht das Buch zu einem Leitfaden für nachhaltige und erfüllte Beziehungen. Zusammenfassend: Jeder ist beziehungsfähig. Von Stefanie Stahl ist ein unverzichtbares Werk für alle, die ihre Beziehungen, egal ob partnerschaftlich, familiär oder freundschaftlich, bewusster und erfüllter gestalten möchten. Das Buch richtet sich insbesondere an Menschen, die immer wieder an den gleichen Beziehungsmustern scheitern, Angst vor Nähe oder Freiheit haben oder den Wunsch verspüren, authentischer zu leben und zu lieben. Auch Paare, die auf der Suche nach mehr Verständnis und Harmonie in ihrer Beziehung sind, profitieren von den praxisnahen Ratschlägen und innovativen Lösungswegen dieses Buches. Der große Vorteil von Stefanie Stahls Ansatz liegt darin, dass sie psychologisches Wissen verständlich vermittelt und mit vielen Fallbeispielen aus dem Alltag anreichert. Durch die zahlreichen Übungen und Reflexionsaufgaben ist das Buch weit mehr als ein klassischer Ratgeber. Es ist ein Arbeitsbuch, das zur aktiven Veränderung einlädt. Die Autorin nimmt die Leser an die Hand, gibt ihnen wertvolle Werkzeuge mit auf den Weg und zeigt, wie persönliche Entwicklung und glückliche Beziehungen Hand in Hand gehen. Im Vergleich zu anderen Büchern legt Stahl Wert auf die Verbindung von fundierter psychologischer Theorie und konkreter Umsetzung im Alltag. Wer bereit ist, an sich zu arbeiten und alte Muster hinter sich lassen möchte, wird von diesem Buch nachhaltig profitieren. Es bietet einen umfassenden Leitfaden, um die eigenen Beziehungskompetenzen zu erweitern, Liebe und Freiheit zu vereinen und das eigene Leben mit mehr Tiefe, Verbundenheit und Selbstbestimmtheit zu erfüllen. Deshalb lohnt es sich, genau dieses Buch zu lesen und zu kaufen. Wenn Sie unterstützen möchten, Stefanie Stahl, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.